Meine ersten Tage am Hub waren super. Ich habe mich gut aufgenommen gefühlt. Es ist ein sehr kollegiales, familiäres Verhältnis. Ja, mein Name ist Oliver. Ich arbeite seit 2014 hier am Luftdrehkreuz in Leipzig. War die ersten Jahre hier als sogenannter Supervisor, Teamleiter tätig und jetzt die letzte Zeit als Trainer. Hi, ich bin der Martin. Ich bin jetzt beim DHL Hub Leipzig seit 1.10. und befinde mich gerade im Einarbeitungstraining für den Sort-Lehrgang. Die Einarbeitung zum Paketsortierer geht über mehrere Wochen. Ganz am Anfang gibt es natürlich erstmal eine kleine Willkommensrunde, wo die Kollegen das Unternehmen kennenlernen sollen. Danach folgt eine längere theoretische Ausbildung, wo die Kollegen neue Qualifikationen erlangen können. Danach folgt eine längere Praxisphase, wo die Kollegen nicht nur ihren Fachbereich kennenlernen, sondern natürlich auch intensiv mit Hilfe unserer sogenannten DHL-Buddies praktisch ausgebildet werden. Also im theoretischen Teil habe ich bis jetzt gelernt, wir hatten einmal die Offload-Schulung. Da geht es halt darum, wie man die Pakete richtig aus den Containern, aus den ULDs rausholt und aufs Band legt, was bandfähige Sendungen sind, was keine bandfähigen Sendungen sind. Dann hatten wir die AHS-Schulung. Da geht es dann quasi darum, das ULD-Tag zu erstellen mit den verschiedenen 3-Letter-Codes, was die ganzen Bedeutungen dafür sind. Dann hatten wir eine Gefahrgutschulung, die PK8. Dort geht es darum, das Gefahrgut zu erkennen, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gefahrgütern zu haben. Und dann hatten wir auch noch den ULD-Build-Up-Kurs. In dem Kurs geht es darum, wie man richtig ein ULD belädt, auf was man achten muss, auch wieder mit dem Gefahrgut natürlich zusammen. Und das sind so die theoretischen Inhalte, die wir bis jetzt gelernt hatten. Die Kollegen haben heute einen ihrer ersten Praxiseinsätze. Hier zeigen wir Ihnen erstmal grundsätzlich überhaupt, wie das Terminal aufgebaut ist, damit Sie sich in der Praxis zurechtfinden können. Außerdem bekommen Sie heute einen Trainingsbuddy mit an die Seite gestellt, der Sie auch die nächsten Tage begleiten wird und intensiv auf Ihre eigentliche Tätigkeit mit vorbereitet. Also bis jetzt habe ich in der Praxis einmal den Offload-Praxistag gehabt. Dort habe ich mit einer Kollegin zusammen erleben dürfen, wie man die Container entlädt und auf was dabei zu achten ist. Und heute an meinem zweiten Praxistag bin ich im ULD Build-Up mit eingesetzt und da erfahre ich sozusagen hautnah, wie man die Pakete richtig stapelt und auf was es ankommt. In den nächsten Tagen gehen die jeweiligen neuen Kollegen in ihren eigenen Fachbereich. Dort lernen Sie natürlich Ihr neues Team kennen, auch Ihren zukünftigen Vorgesetzten. Auch hier werden Sie nicht alleine gelassen. Ein Trainingsbuddy wird Sie die nächsten Tage bis Wochen begleiten, sodass wir sozusagen niemanden hier ins kalte Wasser schmeißen. Ja, auf das DHL-Drehkreuz bin ich aufmerksam geworden durch eine Werbeanzeige auf Facebook. Die habe ich mir dann näher angeschaut. Dort waren auch noch ein paar Videos, die man sich hat anschauen können, so ein bisschen Erlebniseindruck von anderen Kollegen. Das hat mir sehr gut gefallen und das war eigentlich letztendlich mein Entschluss dazu, mich hier zu bewerben. Ja, meine ersten Tage am Hub waren super. Ich habe mich gut aufgenommen gefühlt. Es ist ein sehr kollegiales, familiäres Verhältnis. Die Trainer sind auch echt top. Sie haben den Stoff, den man lernen muss, super gut rübergebracht. Und ich kann mich eigentlich nur noch auf die nächsten Tage freuen. Aber genauso freue ich mich auch auf die Entwicklungsmöglichkeiten hier am Hub. Und hey, es ist ja auch so, ich meine, man kann sich hier am Hub eigentlich in jegliche Richtung weiterentwickeln. Also ob du jetzt in der Sortierhalle bleiben willst oder auch mal in den Security reingehen willst, hier stehen alle Möglichkeiten offen. Und das ist eigentlich das, was, ja, kann nicht jeder Arbeitgeber sagen. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich. Alles, was die Kollegen benötigen an Kenntnisse und Wissen, bringen wir Ihnen speziell hier im Training vorher bei, was auch voll bezahlt wird. Sie sollten auf jeden Fall mitbringen Flexibilität und natürlich auch Lust zum Anpacken. Wenn du dich für die Paketsortierung interessierst, musst du dich als Luftfrachtabfertiger in Tag- oder Nachtschicht bewerben. Hier oben findest du ein verlinktes Video, wo nochmal Einzelheiten geklärt werden.
Schaue einfach auf anpacken-dhl.de und werde Teil des Teams.